Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese fröhliche und verspielte Jacke mit mir zu häkeln. Diesmal handelt es sich wieder um ein weit schwingendes Modell, das nicht genau auf Figur gemacht ist. Mit Hilfe einer Tuchnadel oder Brosche kann die verschlusslose Jacke auf verschiedene Arten getragen werden. Die fröhlichen Farben unterstreichen das verspielte Noppenmuster und machen richtig Laune auf den Frühling. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr auf einer Textseite nach den Intros und bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Jacke wird von hinten nach vorne bzw. von oben nach unten gehäkelt. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen und ich häkle in den Ring 9 Stäbchen, sodass wir insgesamt 10 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 10 Stäbchen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe inklusive Ersatzstäbchen 10 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit, wir beginnen mit 3 Luftmaschen und ich häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen, sodass wir 2 Stäbchen in einer Masche haben und ich häkle in jede Masche 2 Stäbchen. Es ergeben sich 20 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis jetzt 18 Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, die letzten 2 Stäbchen häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Nicht weiter unten einstechen, damit der Rand schön entspannt bleibt. Wir haben genau 20 Stäbchen, wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und wir häkeln in jede Masche ein Stäbchen, sodass wir wieder 20 Stäbchen erhalten und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 20 Stäbchen gehäkelt. Das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche häkeln, das ist wichtig. Und diese Reihe kann sich ein bisschen aufstellen. Das macht nichts, das ist bei mir auch so und gleicht sich in der nächsten Reihe wieder aus. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen
Und diesmal verdoppeln wir das erste Stäbchen nicht, aber wir verdoppeln alle anderen Stäbchen. Ab der zweiten Masche häkeln wir 2 Stäbchen in jede Masche, sodass wir insgesamt 39 Stäbchen erhalten. Auch am Ende der Reihe ins Ersatzstäbchen 2 Stäbchen häkeln und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 39 Stäbchen gehäkelt. Das muss genau stimmen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt. Die nächste Masche lassen wir aus und in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. So entsteht ein V. Wir lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und es ergeben sich genau 18 V plus 2 Randstäbchen, eins am Anfang und eins am Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 18 V gehäkelt. Am Ende bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Kontrolliert das nach, es müssen genau 18 V sein. Wir wenden die Arbeit, wir beginnen mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in jedes V wieder ein V, nur diesmal häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir springen von V zu V und häkeln in jedes V ein neues V, nur diesmal mit 2 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und immer am Ende der Reihe das Randstäbchen in die dritte Luftmasche häkeln. Es sind wieder 18 V. Wir wenden die Arbeit, wir beginnen mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in jedes V ein V mit 3 Luftmaschen. Wir springen von V zu V und häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 18 V gehäkelt und am Ende das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Wir wenden die Arbeit, wir beginnen mit 3 Luftmaschen und in das erste V häkeln wir 4 Stäbchen. Dann springen wir ins nächste V und häkeln 5 Stäbchen ins V. Und auch in alle anderen V häkeln wir 5 Stäbchen, nur in das letzte V häkeln wir wieder nur 4 Stäbchen, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In das letzte V häkle ich nur 4 Stäbchen und dann häkeln wir das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Das bedeutet, wir haben jetzt 18 Fünfergruppen und genau 90 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen
und häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, bis wir 5 Stäbchen haben. Also die erste Gruppe 5 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche und wieder 5 Stäbchen auf die nächsten 5 Stäbchen. Und immer zwischen den Gruppen eine Luftmasche und wieder 5 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Auch hier am Ende sind 5 Stäbchen. Jede Gruppe hat 5 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln eine absolut identische Reihe. Das erste Stäbchen besteht aus 3 Luftmaschen und dann häkeln wir alle 5er Gruppen immer 5 Stäbchen bis zur Luftmasche, eine Luftmasche und auf jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen und die Luftmasche dazwischen nicht vergessen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und wir häkeln auch in die Lücke ein Stäbchen. Auf jeden Maschenkopf ein Stäbchen und ein Stäbchen in jede Lücke und es ergeben sich genau 107 Stäbchen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 107 Stäbchen gehäkelt. Diese Zahl muss genau stimmen und das ist die Basis der Jacke. Und ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 6 Reihen. Wir wenden die Arbeit. Die erste Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen und wir häkeln insgesamt 5 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen und wir kommen zu diesem Stäbchen, das sich in der Lücke befindet und um dieses Stäbchen häkeln wir eine Dreiernoppe. Wir holen einen Umschlag und stechen vor dem Stäbchen ein, hinten durch und vorne wieder heraus, so dass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch und ziehen ihn etwas länger. Wir holen einen Umschlag und machen dasselbe noch einmal und holen noch einen Umschlag und noch einmal den Faden durch. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 übrig bleiben und die maschen wir gemeinsam ab. Dann genau schauen, wo der nächste Maschenkopf ist, die Noppe ein bisschen zur Seite schieben und 5 Stäbchen häkeln. Und wir müssen immer bei diesem Stäbchen landen, das sich in der Lücke befindet.
Und um dieses Stäbchen häkeln wir eine Dreiernoppe, dann 5 Stäbchen. Es geht sich genau aus, dass wir immer bei diesem Stäbchen landen, das sich in dieser Lücke befindet, und hier kommt die Noppe drum herum. Und die Fäden etwas länger ziehen als normal, nicht ganz winzig kleine Schlaufen machen, sodass ihr ganz leicht mit der Nadel durchkommt, und dann die restlichen 2 Fäden abwaschen. Und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch nach der letzten Noppe müssen sich 5 Stäbchen ergeben. Das letzte Stäbchen immer in die 3. Luftmasche häkeln. Wir wenden die Arbeit. Die 2. Reihe ist eine Rückreihe mit Zunahmen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und ich häkle noch ein Stäbchen und ich verdopple das mittlere Stäbchen. Bei 5 Stäbchen ist das 3. Stäbchen, und verdoppeln heißt, wir häkeln 2 Stäbchen in eine Masche. Und dann häkeln wir bis zur Noppe, in den Kopf der Noppe ebenfalls ein Stäbchen häkeln. Dann haben wir hier die 5 Stäbchen zwischen den Noppen. Hier sieht man die Noppe eben von hinten, und immer von diesen 5 Stäbchen verdoppeln wir das mittlere Stäbchen, und dann häkeln wir wieder bis zur Noppe. Die Noppe hat einen ganz normalen Maschenkopf. Auch hier häkeln wir ein Stäbchen und dann immer schauen, wie viele Stäbchen zwischen den Noppen sind. Und bei 5 ist es das 3. Stäbchen, das wir verdoppeln müssen. Und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch bei den letzten 5 Stäbchen verdoppeln wir das mittlere Stäbchen und dann die restlichen Stäbchen häkeln, und in den Zunahmereihen kommen 18 Stäbchen dazu. Im Moment haben wir 125 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe ist wieder eine Hinreihe, aber diesmal mit Zunahmen. Wir häkeln einfach bis zu diesen 2 Stäbchen in einer Masche, und hier verdoppeln wir das erste Stäbchen. Dann häkeln wir alle Stäbchen bis zur Noppe, und das sind 7 Stäbchen, 2, 4, 6, 7. Hier hatten wir 5, 6, 7. Und um das Stäbchen, das sich im Kopf der Noppe befindet, häkeln wir wieder eine Noppe. Dann, hier seht ihr die Zunahme aus der Vorreihe. Und wir verdoppeln das erste Stäbchen dieser 2 Stäbchen in einer Masche. Wir häkeln bis zur Noppe. Und hier sieht man sehr gut,
genau das Stäbchen, das sich in der Noppe befindet, da kommt wieder eine Noppe drumherum. Und falls ihr euch nicht sicher seid, es müssen immer gleich viele Stäbchen bei allen Strahlen sein. Im Moment haben wir 7 Stäbchen zwischen den Noppen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt zwischen den Noppen und auch in den Randbereichen überall 7 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Die 4. Musterreihe ist eine Rückreihe ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln einfach in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Das heißt, die Anzahl der Maschenköpfe bleibt gleich wie in der Vorreihe. Alle Maschenköpfe häkeln, auch die Noppe hat einen ganz normalen Maschenkopf. Die Zahlen, auf die ihr kommen müsst, schreibe ich euch immer oben in die Ecke. Und dabei sind die Maschenköpfe gemeint, also auch die Noppen. Und wenn ihr diese Reihe gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und wir wenden die Arbeit. Die 5. Musterreihe ist eine Hinreihe mit Zunahmen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und jetzt haben wir als Basis bis zur Noppe 7 Stäbchen. Das heißt, das mittlere Stäbchen ist das 4. Stäbchen und dieses verdoppeln wir. Dann häkeln wir, bis wir zur Noppe kommen. Wir haben jetzt 8 Stäbchen. Und um das Stäbchen, das sich in der Noppe befindet, häkeln wir wieder eine Noppe. Wir häkeln 3 Stäbchen. Wir verdoppeln das mittlere Stäbchen, so dass wir jetzt zwischen den Noppen 8 Stäbchen haben. Wir müssen immer so landen, dass wir genau in dem Stäbchen landen, das über der Noppe liegt. Die Noppen laufen senkrecht übereinander und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben überall jetzt 8 Stäbchen zwischen den Noppen und wir wenden die Arbeit. Und die 6. Musterreihe ist eine Rückreihe mit Zunahmen. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Wir häkeln bis zur Zunahme der Vorreihe. Hier seht ihr das V aus der Vorreihe und hier verdoppeln wir das erste Stäbchen und dann häkeln wir bis zur nächsten Zunahme über die Noppen einfach wie immer häkeln. Auch die haben einen ganz normalen Maschenkopf. Und wenn ihr die Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Wir haben den Mustersatz jetzt einmal gehäkelt. Wie gesagt, er besteht aus 6 Reihen. Ich mache noch einen Mustersatz mit euch und dieser zweite Mustersatz wird dann sinngemäß wiederholt. Die erste Musterreihe ist eine Hinreihe mit Noppen, aber ohne Zunahmen. Das bedeutet, wir häkeln Stäbchen, bis wir zur Noppe kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 9 Stäbchen gehäkelt. Hier ist das Stäbchen, das sich in der Noppe befindet und hier häkeln wir eine neue Noppe. Und dann haben wir immer dieselbe Anzahl Stäbchen zwischen den Noppen. In dieser Reihe sind es 9 Stäbchen. Wir haben keine Zunahme. Wir häkeln einfach in jede Masche ein Stäbchen und immer genau schauen, wo die Noppe dran ist. Und zwischen den Noppen sind immer gleich viele Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die erste Musterreihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe ist eine Rückreihe mit Stäbchen und mit Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir hatten 9 Stäbchen als Basis bis zur Noppe. Das heißt, das mittlere Stäbchen ist das 5. Stäbchen. Wir häkeln also in dieser Reihe 4 Stäbchen und immer ins mittlere Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir bis zur Noppe. In die Noppe ebenfalls ein Stäbchen und dann haben wir wieder die Stäbchen zwischen den Noppen und da verdoppeln wir das mittlere Stäbchen. In dieser Reihe ist es das 5. Stäbchen. Und verdoppeln heißt 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die dritte Musterreihe ist eine Hinreihe mit Noppen und mit Zunahmen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln, bis wir zur Zunahme kommen. Und wir verdoppeln das erste Stäbchen der Zunahme aus der Vorreihe. Hier seht ihr immer die Zunahme der Vorreihe. Dann häkeln wir, bis wir zur Noppe kommen. Hier genau schauen, dass die Noppen immer senkrecht übereinander laufen und wir häkeln eine Noppe um das Stäbchen herum und jetzt haben wir 11 Stäbchen immer zwischen den Noppen und nicht vergessen, die Zunahmen zu machen und die Zahlen, auf die ihr kommen müsst, schreibe ich euch immer oben in die Ecke. Und hier einfach das erste Stäbchen der Zunahme verdoppeln. Und das machen wir die ganze Reihe so.
und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 4. Musterreihe ist eine Rückreihe mit Stäbchen ohne Zunahmen. Das bedeutet, wir häkeln einfach in jeden Maschenkopf ein Stäbchen, auch in die Noppen häkeln wir ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 5. Musterreihe ist eine Hinreihe mit Noppen und mit Zunahmen. Wir häkeln in dieser Reihe 5 Stäbchen. Wir haben 11 Stäbchen als Basis. Das heißt, das mittlere Stäbchen ist das 6. Stäbchen und das verdoppeln wir. Und dann häkeln wir bis zur Noppe. Und wir häkeln eine Noppe über der Noppe aus den Vorreihen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die 6. Musterreihe ist eine Rückreihe mit Stäbchen und mit Zunahmen. Und wir häkeln, bis wir zur Zunahme kommen. Und verdoppeln das erste Stäbchen dieser Zunahme aus der Vorreihe und ansonsten häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen, auch in die Noppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben den Mustersatz jetzt zweimal gehäkelt. Wir müssen auch noch weiter häkeln und ich schreibe euch noch ein paar Mustersätze auf, damit ihr immer wisst, auf welche Zahlen ihr kommen müsst. Ich habe hier eine vorläufige Einteilung gemacht, damit ihr das besser sehen könnt und damit ihr wisst, wie später die Ärmel abgeteilt werden. Und wir haben hier 3 solche Strahlen für das erste Vorderteil, also nicht die Noppenreihen anschauen, sondern die Flächen. Dann haben wir 3 Flächen für den Ärmel, 6 Flächen für das Rückenteil, 3 Flächen für den zweiten Ärmel und 3 Flächen für das zweite Vorderteil. Und wir häkeln jetzt so lange weiter, bis diese Ärmelflächen, also bis 3 solche Flächen von Noppe zu Noppe gemessen, ein bestimmtes Maß erreicht haben. Das ist das wichtigste Maß, das muss erreicht werden, damit der Arm durchpasst. Und ich schreibe euch außerdem noch Richtwerte für die Passenhöhe oben in die Ecke und die Passenhöhe messen wir vom Anfangsring gerade hinaus. Am besten hier, wo eine Noppenreihe ist. Und das sind Richtwerte, die können eventuell ein bisschen abweichen. Wichtig ist die Ärmelbreite und wenn ihr die Ärmelbreite und die Passenhöhe erreicht habt, dann können wir dann eine Anprobe durchführen. Und dafür brauchen wir dann wieder genau diese Einteilung. Im Moment dient sie nur der Veranschaulichung. Und ihr müsst keine ganzen Mustersätze häkeln am Ende, sondern nur so lange häkeln, bis ihr die Maße erreicht habt. Und immer 2 Reihen häkeln. Wir häkeln
immer eine Hin- und eine Rückreihe. Und dann, wenn ihr die Maße erreicht habt, dann zeige ich euch, wie ihr eine Anprobe machen könnt. Und wie gesagt, ich schreibe euch ausreichend Mustersätze auf, dann könnt ihr immer schauen, auf welche Zahlen ihr kommen müsst. Und wenn ihr eure Maße erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat für die Größe 40-42 die richtige Größe erreicht. Ich habe vom Anfangspunkt nach außen gemessen ca. 39 cm und 3 Strahlen, also 3 solche Flächen, haben bei mir von hier bis hier gerade gemessen ca. 33 cm. Und ich habe mit einer Rückreihe geendet. Ich habe als Beispiel 3 ganze Mustersätze gehäkelt und vom 4. Mustersatz noch 2 Reihen. Und ich habe wieder die Einteilung vorgenommen. Wir haben wieder 3 Flächen für das erste Vorderteil, 3 Flächen für den Ärmel, 6 Flächen für das Rückenteil, 3 Flächen für den zweiten Ärmel und 3 Flächen für das zweite Vorderteil. Und bei den Maschenmarkierern müsst ihr darauf achten, dass sie genau in dem Stäbchen sind, wo die Noppe hinkommt. Das ist ganz wichtig. Bei allen 4 Maschenmarkierern genau schauen, dass sie richtig platziert sind. Jetzt könnt ihr die Jacke so falten, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen ganz genau aufeinander passen. Und dann steckt ihr einen Maschenmarkierer durch beide Teile durch, auf beiden Seiten, und dann könnt ihr hineinschlüpfen, und wenn das locker passt, dann können wir die Ärmel abteilen. Ihr müsst natürlich die ursprüngliche Einteilung wiederherstellen, die Maschenmarkierer ins richtige Stäbchen hineingeben und dann teilen wir auf einer Hinreihe die Ärmel ab. Wir häkeln die ersten 3 Flächen. Wir machen ab jetzt keine Zunahmen mehr. Das heißt, wir häkeln einfach in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und um diese 2 Noppen häkeln wir wieder eine Noppe, also ganz wie gewohnt, nur dass ab jetzt keine Zunahmen mehr gemacht werden. Und wenn ihr die ersten 3 Flächen gehäkelt habt, sehen wir uns beim Maschenmarkierer wieder. Willkommen zurück. Ich habe die ersten 3 Flächen ohne Zunahmen gehäkelt. Die Noppen habe ich wie gewohnt gehäkelt. Und ganz wichtig, alle 3 Flächen haben zwischen den Noppen gleich viele Stäbchen. Und hier haben wir den ersten Maschenmarkierer genau über der Noppe. Und wir überspringen den Ärmelteil und hier haben wir ebenfalls den Maschenmarkierer über der Noppe. Und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich hole einen Umschlag und steche
da ein, wo der Maschenmarkierer drin ist, und auf der anderen Seite steche ich auch da ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Ich hole den Faden durch, ich hole einen Umschlag, steche wieder durch beide Maschen durch, hole den Faden durch und das Ganze mache ich noch ein drittes Mal. Dann häkle ich die Noppe zu Ende und jetzt haben wir gleichzeitig den Ärmel abgeteilt und auch das Muster wiederhergestellt. Und es geht nach dem Maschenmarkierer weiter in der nächsten Masche. Und wir häkeln jetzt die 6 Flächen des Rückenteils und auch hier müsst ihr gleich viele Stäbchen zwischen den Noppen haben und auch gleich viele wie beim Vorderteil. Und wir häkeln das Rückenteil hinüber und dann zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich habe die 6 Flächen für das Rückenteil gehäkelt. Wie gesagt, keine Zunahmen, alle Noppen wie gewohnt häkeln. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und ich hole einen Umschlag und steche in diese Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist, überspringe den Ärmelteil und steche auch hier in die Masche ein, wo der Maschenmarkierer drin ist. Ich hole den Faden durch beide Maschen durch, hole einen Umschlag, steche wieder durch beide Maschen durch, hole den Faden durch und mache das Ganze ein drittes Mal und dann häkle ich die Noppe zu Ende. Und jetzt bleiben 3 Strahlen für das zweite Vorderteil übrig und es geht in der nächsten Masche weiter nach dem Maschenmarkierer. Und als Kontrolle kann euch dienen, dass alle Strahlen gleich viele Stäbchen zwischen den Noppen haben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten 3 Strahlen oder Flächen abgehäkelt und jetzt ist das Ganze sehr einfach. Jetzt häkeln wir einfach immer in der Rückreihe eine Reihe Stäbchen und zwar häkeln wir in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen, so wie vorher auch. In die Noppen ebenfalls immer ein Stäbchen und auch unter dem Arm haben wir eine Noppe und auch da häkeln wir ein Stäbchen hinein. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jeden Maschenkopf ein Stäbchen gehäkelt. Auch hier unter dem Arm in diese Noppe, wo wir die Ärmel abgeteilt haben, ein Stäbchen. Und jetzt müssen wir nur immer dieselben 2 Reihen wiederholen. Die Maschenzahl bleibt ab jetzt völlig unverändert. Wir häkeln jetzt immer eine Reihe mit Noppen auf der Hinreihe, auch unter dem Arm. Hier genau schauen, wo die Noppe ist und auch hier eine Noppe häkeln. Die Strahlen haben alle gleich viele Maschen zwischen den Noppen und wir haben jetzt nur noch 12 Flächen, weil wir 6 Flächen für die Ärmel verbraucht haben. Also auf der Hinreihe mit Noppen häkeln und auf der Rückreihe nur Stäbchen häkeln, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert in die Ecke und wir messen
vom Anfangspunkt gerade hinunter, und wenn die Jacke eure gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht, eine Gesamtlänge von ca. 70 cm. Ich habe mit einer Noppenreihe auf der schönen Seite vorläufig geendet und jetzt behäkeln wir die vorderen Kanten, und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen pro Reihe, und beim Anfangsring oben in der Mitte häkeln wir nur eine feste Masche, damit wir insgesamt auf eine ungerade Maschenzahl kommen, und das machen wir, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die vorderen Kanten mit festen Maschen gehäkelt. In den Anfangsring habe ich nur eine feste Masche gehäkelt, damit wir auf eine ungerade Maschenzahl kommen. Jetzt häkeln wir die Reihe wieder zurück, und ich starte mit 3 Luftmaschen und häkle in den zweiten Maschenkopf eine Dreiernoppe, dann häkle ich eine Luftmasche, ich lasse eine Masche aus, und in jede zweite Masche häkle ich eine Dreiernoppe und dazwischen eine Luftmasche, und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkle ich nach der letzten Noppe keine Luftmasche mehr, sondern ein Stäbchen in die letzte feste Masche. Dann häkeln wir eine Luftmasche und häkeln rückwärts in diese Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche, in die Lücke einstechen, den Faden durchholen und durch die 2 Schlaufen ziehen. Das sind Krebsmaschen, dazwischen machen wir eine Luftmasche. In die Lücke einstechen, den Faden durchholen und durch die 2 Fäden ziehen. Eine Luftmasche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und wenn ihr diese Kante gemacht habt, werde ich einen Ärmel vorbereiten, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die vorderen Kanten fertiggestellt und ich habe einen Ärmel vorbereitet, und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der Außenseite der Jacke, also auf der schönen Seite, wo man die Noppen sieht, und wir beginnen unter dem Arm, und ihr seht hier diese Masche, wo diese Noppe drin ist. In diese Masche steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten, ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen, und dann häkle ich die Reihe im gewohnten Muster hinüber, bis wir wieder unter dem Arm ankommen, und in dieser Hinreihe auf der schönen Seite machen wir um die vorhandenen Noppen wieder
jeweils eine Noppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe im ganz normalen Muster die Reihe gehäkelt und das letzte Stäbchen habe ich wieder in die Masche gehäkelt, wo schon die Noppe drin ist. Und zur Kontrolle, diese beiden seitlichen Strahlen haben ein Stäbchen mehr als der mittlere Strahl, weil wir hier zwei Randstäbchen haben. Hier eins und da eins. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln die Reihe im gewohnten Muster zurück. Das heißt, in dieser Reihe häkeln wir nur Stäbchen. Auch in die Noppen ein Stäbchen, ganz wie gewohnt. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit Stäbchen gehäkelt und jetzt häkeln wir im Muster weiter. Und zwar machen wir noch 4 Reihen dazu, ohne Abnahmen. Also auf der Hinreihe mit Noppen, auf der Rückreihe nur Stäbchen, bis wir hier 6 Reihen Ärmel haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 Reihen ohne Abnahmen gehäkelt und jetzt folgt eine Abnahmereihe und zwar alle 6 Reihen. Das heißt, jetzt kommt die 7. Reihe dran, dann folgen 5 Reihen ohne Abnahmen und dann wieder eine Abnahme in der 13. Reihe und dann in der 19. und dann in der 25. Reihe. Das schreibe ich euch oben in die Ecke und wie wir die Abnahmen machen, zeige ich euch jetzt. Ich häkle zunächst bis ungefähr in die Mitte des Strahls. Wir nehmen bei jedem Strahl in der Mitte eine Masche ab. Und wenn ich in der Mitte des Strahls angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin in der Mitte des ersten Strahls angekommen und ich häkle hier 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir stechen in den ersten Maschenkopf ein und häkeln ein nicht ganz fertiges Stäbchen, holen einen Umschlag, stechen in den zweiten Maschenkopf ein, holen den Faden durch und häkeln ein nicht ganz fertiges Stäbchen. Dann haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf und somit ein Stäbchen. Und so eine Abnahme machen wir immer in der Mitte des Strahls, also insgesamt 3 Mal ungefähr in der Mitte der Strahlen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet, die Noppen habe ich ganz normal gehäkelt und immer in der Mitte von jedem Strahl habe ich eine Masche abgenommen und jetzt folgen 5 Reihen ohne Abnahmen und dann wieder eine Reihe mit Abnahmen. Das Muster ganz normal fortführen und am Ende häkelt ihr den Ärmel gerade hinunter, das letzte Stücklein ohne Abnahmen bis zur benötigten Länge. Ich schreibe euch einen Richtwert in die Ecke, aber die tatsächliche Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn euer Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Noppenreihe auf der schönen Seite vorläufig geendet und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist.
Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen pro Reihe. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und schließt die Naht bis oben hin. Und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser fröhlichen Frühlingsjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.